Eigene maßgeschneiderte Inhaltselemente in Typo 3, das ist etwas, was man in sehr vielen Projekten braucht. Und bisher gab es da viele Ansätze. Es gab Extensions wie Mask, DCE, in gewissem Sinn auch Grid Elements. Und natürlich, wenn man wusste, wie konnte man solche Elemente auch rein mit Bordmitteln machen. Dazu war ein bisschen Code nötig. Ja, man musste sich anschauen, was brauche ich da für Dateien. Und man musste sich mit einer nicht leicht zu merkenden Syntax herumärgern, nenne ich das jetzt mal, dem Table Configuration Array. Das war nicht so ganz leicht zu lernen. In Typo 3.13 wird es etwas Neues geben, und zwar wird es dort eine sehr einfache Möglichkeit geben, eigene maßgeschneiderte Inhaltselemente zu erstellen mit Bordmitteln ohne zusätzliche Extension. Aber das Coole ist, wir können uns diese Lösung jetzt in Typo 3.12 schon anschauen und sogar nutzen, denn die Extension, die in Typo 3.13 dann eine Core-Extension werden wird, steht jetzt schon zur Verfügung, und das schauen wir uns jetzt mal gleich nach dem Intro an. Okay, ich habe gesagt, wir können das jetzt in Typo 3.12 schon testen und nutzen. Und ja, das ist wirklich so. Ich habe das tatsächlich auf meiner Website seit kurzem auch im Einsatz. In Typo 3.13 wird das dann eine System-Extension werden. Ich spreche natürlich von der Extension Content Blocks. Wahrscheinlich hast du schon was davon gehört, vielleicht sogar schon selber getestet. Und ich möchte in diesem Video einfach mal einen kurzen Überblick geben, also wirklich einen kurzen Überblick, wie man diese Extension momentan bedient und was man damit so machen kann. Ich sage kurzer Überblick, weil wenn ich jetzt alle Möglichkeiten zeigen würde, die mit dieser Extension möglich sind, würde das Video wahrscheinlich 2 Stunden dauern, und das will ich uns beiden nicht zumuten. Deshalb beschränke ich mich mal auf das Wesentliche, aber ich zeige dir natürlich auch, wo du alle Informationen findest. Wir gucken uns jetzt einfach mal den aktuellen, momentanen Stand in Typo 3.12 an. Wir haben jetzt heute den 5. Februar, als ich dieses Video aufnehme. Wenn du das Video ein bisschen später siehst, dann kann es sein, dass sich schon Sachen verändert haben, weil die Extension noch in der Entwicklung ist. Es wird wohl keine Breaking Changes mehr geben, also keine Änderungen, die irgendwas kaputt machen beim Updaten. Es werden noch Features dazukommen. Momentan zum Beispiel müssen wir tatsächlich auch ein bisschen Code auf der Kommandozeile bzw. in einem Editor schreiben, aber das ist alles sehr easy. Das zeige ich dir nachher auch gleich. Es ist auch geplant, dann in späteren Versionen, wann genau kann ich jetzt leider nicht sagen, eine grafische Benutzeroberfläche anzubieten, die dann im Typo 3-System zu finden sein wird. Das wird dann wahrscheinlich von der Art her ein bisschen an die Oberfläche von Mask erinnern. Zufällig ist es der gleiche Entwickler, der da momentan federführend ist. Ja. Grüße gehen raus an Nikita. Und ja, wir schauen uns aber jetzt mal momentan den aktuellen Stand an. Das heißt, jetzt gehen wir mal direkt auf meinen Bildschirm. Ich habe das hier schon mal geöffnet im Extension Repository. Du findest die also ganz normal im Extension Repository momentan. Ist wie gesagt im Moment noch keine System-Extension, deshalb kann man die einfach so dazu installieren. Wird natürlich auch später optional wahrscheinlich möglich sein als System-Extension. Du kannst sie hier über Composer installieren mit diesem Befehl. Ansonsten wie üblich auch über den Extension Manager, wobei ich das nicht getestet habe, aber ich vermute mal sehr, dass das auch gehen wird. Was ich dir absolut empfehlen würde, ist, die Dokumentation dir durchzulesen. Die ist erstens sehr gut schon, dafür, dass das noch alles in der Entwicklung ist. Ja. Sie ist sehr umfangreich, und du wirst hier reinschauen müssen, wenn du dann später deine eigenen Felder anlegst. Momentan wird die Extension komplett über die Kommandozeile bedient, über das Typo 3 Command Line Interface, also das CLI. Du findest hier also im Bereich Commands die entsprechenden Befehle, werden wir uns aber nachher ein paar anschauen. Und was du auch brauchen wirst, ist die YAML-Referenz. Die Konfiguration der Content-Elemente wird nämlich in YAML-Dateien geschrieben sozusagen. Momentan müssen wir das noch von Hand machen, ist aber wirklich nicht schwer. Und hier findest du eben alle Felder, die du zum Beispiel in Content-Elementen nutzen kannst. Textfelder, Bildfelder, RTE-Felder, was auch immer. Ich möchte jetzt mal ein simples Beispiel einfach zeigen. Und zwar habe ich das hier in meiner Instanz jetzt schon installiert. Das ist eine Testinstallation, die ich gerne für solche Sachen hier nehme. Kurz zur Basis, das ist ein Typo 3.12, was wir hier haben, die aktuelle 12.4.10-Version, also aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme des Videos. Und ich habe hier ein kleines Demo-Side-Package drin mit ein paar Demo-Inhalten. Das ist das, was ich in meinem Typo 3.12 Videotraining zeige, wie man so etwas entwickeln kann. Ich habe die Extension bei mir schon installiert. Das sehen wir auch hier im Extension Manager. Da haben wir sie. Ansonsten muss man da zur Installation nicht allzu viel machen. Einfach installieren und dann kann man die direkt nutzen. Und ich möchte jetzt einmal als Beispiel ein Content-Element erstellen im ersten Schritt, und zwar so eine klassische Bootstrap-Karte. Mein Template basiert auf Bootstrap hier. Das ist ein Demo-Template. Kannst du natürlich auch mit allen anderen machen.
Und bei Bootstrap gibt es ja solche Kartenelemente, die man für alles Mögliche nutzen kann. Ich nutze sie tatsächlich relativ gerne, wenn ich eine Bootstrap-basierte Seite habe. Das finden wir hier irgendwo. Wo haben wir es denn? Hier. Sowas hast du sicher schon gesehen. Ja, das Simpelste ist, man hat hier ein Bild, man hat einen Titel, einen Text und einen Button mit einem Link. Da sehen wir auch die HTML-Struktur, die hier die Basis ist. Das kann man noch beliebig erweitern hier. Das werde ich jetzt aber nicht zeigen. Das ist nur ein Beispiel jetzt. Ne? Gut, ich möchte also ein Card-Element erstellen. Wie können wir jetzt Content-Blocks nutzen? Dazu gehe ich in meinen Editor. Das ist meine Typo-3-Instanz hier. Und wie gesagt, momentan wird die Extension über die Konsole bedient, hier über das Terminal, und zwar über das Typo-3 Command-Line-Interface. Das ist ja normalerweise der Befehl vendor bin Typo3. Du siehst es hier auch schon in dieser Vorschau. Da ich jetzt hier lokal mit DDEV arbeite, muss ich natürlich allen Befehlen, die ich jetzt innerhalb meines Systems ausführen will, ob das jetzt Composer ist oder das Command-Line-Interface, das Kürzel DDEV voranstellen, ja, oder beziehungsweise den Befehl. Und innerhalb von DDEV kann ich einfach mit DDEV Typo3 auf das Command-Line-Interface zugreifen. Und um jetzt einen Content-Block zu erstellen, dazu gehe ich jetzt nochmal kurz hier in die Dokumentation, gibt es einen Befehl, das finden wir hier unter Kickstart Command. Und zwar sehen wir das hier unten, make Content Block. Liest ihr das gerne in Ruhe mal durch. Ich gehe jetzt hier so ein bisschen im Schnelldurchgang durch. Wir sehen auch, dass wir an diesem Befehl gleich Parameter übergeben können. Dann kann man sich noch ein paar Schritte oder ein paar manuelle Schritte sparen. Ich möchte jetzt aber die manuellen Schritte einfach mal machen. Also sage ich jetzt hier make Content Block. Und jetzt möchte ich gefragt, was für eine Art von Content-Element möchte ich erstellen? Möchte ich ein normales Content-Element erstellen? Möchte ich einen Page-Type erstellen oder ein Record-Type? Ich kann also auch Records anlegen, die ich dann innerhalb der Content-Elemente auch wieder verwerten kann sozusagen. Werden wir jetzt nicht machen in dem Video, das ist schon ein bisschen fortgeschritten nicht, aber würde jetzt den Rahmen sprengen. Ich sage jetzt also hier mal Content-Element. Jetzt muss ich mein Vendor-Name eingeben. Das ist das, was zum Beispiel in der Composer-JSON meines Side-Packages steht. Ich brauche also, das noch als Ergänzung, eine eigene kleine Extension, damit das funktioniert, ein kleines Side-Package oder was auch immer. Ja. Mein Vendor-Name ist in dem Fall mein Name. Und jetzt der Name des Content-Blocks. Wir sehen auch hier, das muss Lowercase sein. Und wenn ich das Ganze aufteilen will in mehrere Wörter, dann mit dem Dash hier, mit dem Bindestrich. Ich nenne das jetzt einfach mal Cards. Oder Card noch besser. Jetzt eben die Extension oder wo ich das Ganze speichern will. In dem Fall schlägt er mir auch hier schon mein Side-Package vor. Das ist die einzige Custom Extension in diesem System. Die muss also vorhanden sein. So, und jetzt wurde hier schon einiges im Hintergrund angelegt. Das sehen wir gleich. Und ich erhalte auch hier einen Hinweis, dass ich die folgenden Befehle jetzt jedes Mal ausführen muss, wenn ich in dieser Datei editor-interface.yaml, die wir uns gleich anschauen, etwas verändere. Alternativ kann ich den Systemcache auch im Backend löschen und den Database Analyzer starten. Das ist also nichts anderes hier. Ich kann mir diese Befehle jetzt hier einfach mal in die Zwischenablage kopieren, beziehungsweise ich kopiere mir das hier ab Typo3, denn ich nutze ja hier DDEV. So, kann ich mir das kopieren und sage dann eben hier DDEV, Typo3 Cache Flush, also es wird der Systemcache gelöscht. Und dann sage ich hier auch Extension Setup. Das sorgt einfach dafür, dass auch der Database Analyzer gestartet wird und gegebenenfalls neue Felder anlegt. So, und jetzt sehen wir, hat sich hier ein bisschen was getan. In meinem Side-Package wurde jetzt hier ein neues Verzeichnis hinzugefügt mit dem Namen Content Blocks. Wenn wir da mal reinschauen, sehe ich hier ich klappe das mal zu, den Unterordner Content Elements und hier den Unterordner Card für das Element, das ich jetzt gerade angelegt habe. Da drin sehen wir ein paar Verzeichnisse und Dateien. Wir sehen diese Editor-Interface.yaml. Das ist die Datei, in der wir nachher definieren, was für Felder sind in unserem Element überhaupt zur Verfügung. Dann haben wir hier Assets. Da sehen wir Editor Preview CSS. Das ist CSS fürs Backend. Dann Frontend CSS. Der Name sagt schon Frontend JS und ein Icon, eine SVG-Datei. Das wird alles angelegt und das können wir bei Bedarf verändern und nutzen. Müssen wir nicht zwingend, können wir aber. Frontend CSS und JavaScript ist natürlich praktisch, wenn du jetzt CSS oder JavaScript hast, das nur für dieses Content-Element relevant ist, was du nicht ständig in dem Rest deiner Website haben willst, dann kannst du das hier reinschreiben. Wir sehen auch nachher gleich, wie das eingebunden werden kann. Und im Ordner Source, beziehungsweise ich lasse das mal ausgeklappt, im Ordner Source haben wir jetzt zwei HTML-Dateien. Einmal Editor Preview
HTML, das ist die Ansicht im Backend. Wie wird das Content-Element also im Backend, im Page-Modul dargestellt? Und Frontend HTML, das ist für die Ausgabe im Frontend, wie der Name schon sagt. Zusätzlich haben wir eine Language-Datei, labels.xlf. Alle Labels fürs Backend haben natürlich eine Bezeichnung und hier kannst du die Übersetzungen quasi steuern. Ja, was soll da stehen? Wir sehen nachher gleich, wie das dann im Detail aussieht. Gehen wir aber direkt mal in die Editor Interface YAML, denn das ist jetzt tatsächlich die Datei, in der wir ja, die Struktur und die Felder des Inhaltselements definieren. Wir sehen hier, wurde schon einiges vorausgefüllt, das können wir jetzt auch anpassen. Ich werde jetzt nicht auf alle Optionen eingehen, da empfehle ich dir wirklich, liest dir die Dokumentation durch, das ist wirklich gut erklärt. Wir werden jetzt hier mal ein paar Sachen bearbeiten, zum Beispiel den Titel. Das soll natürlich nur Card heißen und bei Description könnte ich jetzt reinschreiben, ja, nur als Beispiel jetzt mal Bootstrap Card Element oder sowas. Ja, da kann natürlich ein bisschen mehr drin stehen. Ja. Group Common, das sagt aus, wo in dem New Content Element Wizard soll mein Content Element nachher erscheinen. Common ist die allgemeine Gruppe, da wo auch Text, Text Media und so weiter drin stehen. Das ist der Standardwert. Du könntest hier auch eine andere Gruppe reinschreiben. Gut, dann, das überspringen wir mal, wie gesagt, Doku lesen. Hier unter Fields, da wird jetzt definiert, was für Felder stehen in deinem Content-Element zur Verfügung. Und du siehst, hier wird standardmäßig der Header schon hinzugefügt. Der Identifier, der sagt also aus, welches Datenbankfeld soll hier verwendet werden. Das kann ein existierendes sein von TT-Content, in dem Fall Header. Du kannst hier auch neue definieren. Manchmal kann man Felder wiederverwenden, was ich auch empfehlen würde, wenn es irgendwie geht, aus datenbanktechnischen Gründen. Wenn du das machst, kannst du hier auch sagen, use existing field, true. Das bedeutet, hier wird tatsächlich das in TT-Content bereits existierende Feld Header verwendet. Wenn ich das weglassen würde, diese Zeile, würde er ein neues Feld in der Datenbank anlegen mit dem Namen Header, was dann aber hier durch diesen Parameter ein Prefix erhalten würde, und zwar mit dem Kürzel meines Content-Elements. Ja, dann heißt das Feld in der Datenbank eben nicht Header, sondern ja, Card-Header oder wie auch immer. Ne? Sehen wir dann nachher auch. Aber wenn du Felder wiederverwenden willst, dann einfach dieses Use Existing Field gleich True setzen. Und dann haben wir hier das Label, das ist das, was im Backend zu sehen ist. Kann ich jetzt zum Beispiel mal hier nennen, dann nennen wir das einfach mal Titel. Weil wir haben ja gesehen, bei diesem Card-Element brauche ich einen Titel oder einen Header. Das ist dieser eine Absatz da. So, ich speichere das mal und wir gehen mal direkt ins Backend und schauen, ob das schon funktioniert hat und wie das momentan aussieht. Wo habe ich mein Backend hier? Ich lade das einfach sicherheitshalber mal neu. Ich hatte ja die Caches oder den System-Cache schon über die Konsole geleert und werde mir jetzt hier mal eine neue Seite anlegen, dass wir hier mal clean starten können. Die lege ich einfach hier irgendwo an und nenne das mal Content Blocks. Die werden wir auch direkt aktivieren. Und ich kann hier jetzt unser Card-Element finden. Was wir hier auch sehen, hier sind noch die Beispieltexte. Warum? Weil ich hatte die ja eigentlich gerade in dieser YAML-Datei verändert. Ich gehe da gerade nochmal rein. Ich hatte ja hier schon die Texte verändert. Das liegt daran, dass auch hier in der labels.xlf diese Felder vorausgefüllt sind sozusagen. Ja, beim Anlegen des Elements wird hier das eingegeben, was ich bei dem Konsolenbefehl eingebe. Das muss ich hier jetzt manuell nochmal kurz anpassen. Wenn wir später neue Felder hinzufügen, müssen wir diesen Schritt nicht manuell machen. Ja, da gibt es einen Kommandozeilenbefehl, der uns diese Labels XLF aktualisiert sozusagen. Aber für diese 3 Felder, wenn die schon existieren, da muss ich das zumindest jetzt am Anfang mal manuell machen. Zumindest soweit ich weiß, soweit ich rausfinden konnte. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Super-Experte für Content-Blocks, aber so war das bei mir. So, jetzt habe ich was verändert. Ich leere sicherheitshalber nochmal den Cache hier. Datenbank spare ich mir mal. Ich habe ja an den Feldern nichts verändert und jetzt sollte theoretisch, genau, jetzt sollte ich hier schon diese Texte sehen. Das Icon könnte ich natürlich auch anpassen. Das, was wir hier sehen, das ist diese Icon-SVG-Datei. Das sehen wir hier. Da kannst du eine beliebige Icon-Datei hinterlegen, die ja ein bisschen näher an das rankommt, was du darstellen willst sozusagen oder was das Content-Element darstellen soll. Ich lege das jetzt mal an und sehe jetzt, okay, ich habe jetzt hier, er lädt jetzt gerade ein bisschen, mein Titelfeld und sonst habe ich nicht viel. Ja.
Ich habe die Standardfelder von Typo 3, mehr oder weniger. Dir fällt vielleicht auf, ein paar fehlen hier tatsächlich noch. Da kommen wir nachher noch dazu. Aber ich könnte jetzt immerhin schon mal hier einen Titel angeben. Aber okay, ich brauche ja ein bisschen mehr. Wenn wir uns das Element anschauen, ich brauche ein Bild, ich brauche noch einen Fließtext, RTE-Feld am besten. Ich brauche einen Button und dieser Button hat einen Text und einen Link in der Regel. So, und jetzt kommen diese YAML-Felder hier zum Tragen. Ich kann jetzt mal hier reinschauen. Was stehen mir denn hier für Feldtypen zur Verfügung? Ich empfehle dir auch, den Rest hier mal durchzulesen. Ich gehe jetzt aber mal direkt hier in die Feldtypen. Hier sehen wir alles, was wir nutzen können. Wir können ein Kategoriefeld hinzufügen. Wir können Checkboxen hinzufügen. Collections komme ich nachher noch dazu. Wir können einen Color Picker hinzufügen, ein E-Mail-Feld. Dateien können wir nutzen. Wir können einen Link-Wizard hier nutzen. Natürlich auch hier Text und Text-Area. Und das Text-Area-Feld kann dann auch ein RTE-Feld enthalten und so weiter. Und das können wir jetzt ganz einfach definieren. Ich fange mal mit dem Bild an zum Beispiel. Da gehen wir mal rein. Das wäre dann hier vom Typ File. Und du siehst bei jedem Feld dann auch hier die verfügbaren Optionen. Das kommt uns, oder das kommt dir, wenn du schon länger in Typo 3 unterwegs bist, sehr bekannt vor. Max-Items, Min-Items, Crop-Variants. Das sind alles Begriffe, die wir schon mal gehört haben. Und du findest eben hier unten auch zu jedem Feldtyp noch Beispiele, wie das aussehen kann. Wir sehen zum Beispiel, wenn wir jetzt File nutzen, können wir als Identifier Image oder Media auch nutzen. Das sind ja die Felder, die wir schon kennen. Ja, bei Text-Bild, bei dem Content-Element Text-Bild ist es Image, bei dem Content-Element Text-Media wird das Feld Media in der Datenbank verwendet. Ne? Du kannst natürlich auch eigene anlegen, das ist klar. Du kannst aber auch hier existierende wiederverwenden. Und ich würde jetzt mal mit dem Bildfeld anfangen. Dazu gehe ich hier in meinen Editor und kann jetzt hier ein neues Feld hinzufügen und sage jetzt hier mal Identifier ist in dem Fall Image und der Type File. Also ich möchte ein File-Auswahlfenster haben und ich möchte hier das Bild oder das Datenbankfeld Image verwenden. In dem Fall würde ich hier sagen Use Existing Field, Doppelpunkt True. Was Sinn machen würde bei so einem Element, ja, bei so einem Karte-Element, ich brauche an diesem Feld oben ja nur ein Bild, also könnte ich hier Max Items auf 1 setzen. Und ich kann natürlich auch, das gucken wir uns gerade mal in der Doku nochmal an, die erlaubten Feld- oder Bildtypen hier definieren. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen Common Image Types oder Common Media Types. Das ist also das, was in der Local Configuration beziehungsweise in der Settings PHP heißt er inzwischen, also in der globalen Konfiguration definiert ist. Aber ich kann ja auch das manuell einschränken, wenn ich aus irgendeinem Grund nur JPEG-Bilder oder nur PNGs haben möchte oder was auch immer. Ne? Das kann man hier also definieren. Ich könnte jetzt also hier einfach mal sagen Allowed, damit du mal siehst, wie das aussieht. Common Image Types zum Beispiel. So, ich speichere das Ganze mal und jetzt müssen wir hier diese Befehle nochmal ausführen, also einmal Cache leeren und hier lasse ich jetzt auch noch sicherheitshalber nochmal das Extension Setup ausführen, weil er auch hier keine neuen Felder anlegt. Wir gehen nochmal ins Backend und ich schließe das mal hier. Gucken wir, ob das ausreicht, wenn ich hier direkt das Element nochmal neu erstelle. Ja, und jetzt sehen wir hier, aha, okay, wir können hier ein Bild hinzufügen. Das ist der normale Dialog. Ja. Kann ich auch mal machen. Ich habe hier, glaube ich, irgendwo ein paar Testbilder. Und du siehst, ich kann nur ein Bild hinzufügen. Ich habe hier auch mein System so konfiguriert, dass hier gleich 3 Crop Variants genutzt werden können. Also das funktioniert schon mal. Ich werde das aber noch nicht speichern, denn wir sind noch nicht fertig. Im nächsten Schritt möchte ich natürlich noch, wenn wir uns die Vorlage angucken, jetzt noch ein Textfeld hinzufügen und eben die Option, einen Button anzulegen. Wir brauchen also einen Link und einen Text für diesen Button. Und das sind die Felder, die ich jetzt noch hinzufügen werde. Ich werde das jetzt nicht Schritt für Schritt zeigen, sondern ich werde den Code jetzt mal einfügen. Ich habe das natürlich schon vorbereitet und erkläre dir dann, was ich da gemacht habe. So, ich habe das jetzt mal hier eingefügt. Ich habe jetzt hier mit einem Body-Textfeld weitergemacht. Das soll also dieses Textfeld werden, wo ich dann auch RTE-Text nutzen will. Bodytext ist das Standardfeld in TT-Content, wo auch bei TextPic, TextMedia und so weiter Texte gespeichert werden. Auch hier sage ich eben Use Existing Field True, dann muss ich das nicht wiederverwenden. Type ist in dem Fall Text Area. Bei den Types übrigens auf die Großschreibung achten. Ja? Die fangen immer mit einem Großbuchstaben an. Ansonsten funktioniert das nicht.
Wichtig ist eben hier der Parameter Enable Rich Text, da sage ich True. Dann wird eben der RTE geladen, der CK Editor in unserem Fall. Und ich kann auch hier einen Standardwert vergeben, Default. Der wird dann schon vorausgefüllt sozusagen. Das ist natürlich optional. Das musst du nicht machen. Wir sehen nachher gleich, wie sich das verhält. Das nächste Feld ist dann hier Link-Text. Den habe ich jetzt einfach so benannt. Das ist jetzt ein neues Datenbankfeld, ja, vom Typ Text. Und hier kann ich auch einen Platzhalter zum Beispiel vergeben. Wir sehen nachher gleich, wie sich das im Backend auswirkt. Label natürlich, ja, das habe ich hier oben tatsächlich vergessen, das Label, aber das ist egal, dann wird einfach ein Standardwert verwendet. Text für den Button, also was soll auf diesem Call-to-Action-Button dann stehen. Und was auch ganz cool ist, ich kann hier einen Value-Picker definieren. Das ist auch optional, aber ich kann hier quasi Werte vorgeben, die ich in diesem Textfeld nachher nutzen will. Wie gesagt, das ist komplett optional, muss man nicht machen, aber es geht. Ja, du kannst ja beliebig viele Werte vorgeben. Und dann das nächste Feld ist eben Link URL, habe ich das genannt. Also das Ziel des Buttons, wo landet man, wenn man draufklickt, ist vom Typ Link in dem Fall. Autocomplete True, das habe ich jetzt mal drin. Ich glaube, das funktioniert so momentan noch nicht. Ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, was da dahinter steckte. Und Allowed Types, das ist auch sehr cool. Hier kannst du definieren, was für Links sind überhaupt möglich. Was ich zum Beispiel bei mir rausgenommen habe, ist der Link auf einen Folder. Ich habe tatsächlich bisher noch nie einen Anwendungsfall gehabt, dass ich im Frontend einen Link auf einen Ordner hätte setzen müssen. Das habe ich hier rausgenommen. Ansonsten ja, kann das ein beliebiger Link sein auf eine Seite, auf eine externe URL und so weiter. Auch hier habe ich mal den Value Picker definiert. Da kannst du auch schon quasi Ziele vorgeben, wo das Ganze hinführen soll, wenn man auf den Button klickt. Was natürlich wichtig ist, wenn ich jetzt sowas mache, dann muss ich einmal wieder den Cache löschen und auch wieder den entweder Extension Setup oder den Database Analyzer einfach starten, weil jetzt wurden tatsächlich neue Felder angelegt. Das können wir uns nachher auch mal anschauen noch. Beziehungsweise das machen wir gleich, sonst vergesse ich es nämlich wieder. Ich gehe also mal direkt in DDEV PHP MyAdmin rein, beziehungsweise starte das, dann startet hier DDEV. Und wir gehen mal hier in die TT-Content-Tabelle. Ich lasse mir mal die Struktur hier anzeigen. Und dann sehen wir jetzt hier unten diese neuen Felder. Also wwagner_card, das ist dieser Prefix, den wir da hier oder für dieses Content-Element ein- oder ausschalten könnten. Ja, das sind meine eigenen Felder. Ansonsten habe ich ja bisher nur Felder wiederverwendet. Das war dieses Use Existing Fields. Ne? Ich habe das Header-Feld verwendet, das Image-Feld werde ich weiterverwenden und so weiter. Ne? Also das sind die Felder, die wir hier sehen, die können wir einfach nutzen. Wir können die auch zweckentfremden natürlich. Ja? Gut, wie sieht das Ganze jetzt im Backend aus? Ich gehe also ins Backend, lege jetzt hier mal ein Content-Element an. Da haben wir mein Card-Element und kann jetzt hier einfach meinen Text befüllen. Das ist eine Karte. Ich nehme mal irgendein Bild jetzt. Nehmen wir unseren Darth Vader, der Maultaschen isst. Und ja, hier ist dieser Default Value. Das war das, was wir hier in der YAML-Datei bei dem Feld hier sehen. Wie gesagt, ist optional, musst du nicht nutzen. Du kannst hier natürlich das auch jetzt überschreiben. Und ich werde hier einfach mal ein bisschen Blindtext reinsetzen. Dann haben wir hier die Felder für den Button, für den Call to Action. Ich kann hier einen Text reinschreiben oder eben die Texte auswählen, die ich hier schon vordefiniert habe. Das sind die Kürzel hier, also Call to Action Buy, da kommt dann eben jetzt dieses Jetzt kaufen oder Call to Action Waitlist, jetzt auf die Warteliste. Das ist das, was wir hier oder was ich hier eben definiert habe. Also links immer das, was in der Selectbox zu sehen ist und rechts der Value quasi. Ne? Das gleiche hier bei Link URL. Ich kann hier ganz normal den Link Wizard natürlich starten oder manuell einen Link eintippen oder eben auch hier den Value Picker nutzen und kann dann hier zum Beispiel einen vordefinierten Link auswählen. Passt jetzt sogar zu dem Text. Ich speichere das mal und wir gucken mal, was passiert. Das hat funktioniert und wir gucken mal, was im Frontend rauskommt. Ein Fehler momentan. Ich glaube, ich muss nochmal den Cache löschen. Ja. Und wir sehen, okay, wir haben eine Ausgabe, das sind aber nicht unsere Felder. Okay, woran liegt das? Dazu gehen wir jetzt mal nochmal hier rein und zwar in die Frontend HTML. Das ist die Datei, die beim Erzeugen des Content-Blocks automatisch erzeugt wurde. Und da steht momentan nicht viel drin. Ja, das sind jetzt bloß ein paar Beispiele. Wir sehen aber auch, wie wir zum Beispiel diese CSS- und JavaScript-Dateien einbinden können.
ContentBlocks bringt einen eigenen View-Helper mit. Das erinnert sehr an den von Fluid Style Content. Ich weiß auch nicht, ob sich das nochmal ändern wird oder ob das so bleibt. Du kannst hier aber auch den normalen F-Asset View-Helper verwenden, wenn du Fluid Style Content nutzt. Ja. Hat manchmal Vorteile. Du kannst hier entweder externe Dateien nutzen, du kannst aber auch mit dem F-Asset CSS View-Helper zum Beispiel Inline CSS hier schreiben und dann auf Variablen zugreifen, die dir geliefert werden, um zum Beispiel Farben zu verändern per CSS oder so, pro Content-Element. Also das geht alles. Ne? So wie man es von Fluid Style Content kennt, von den Asset View Helpern, genau so kannst du hier jetzt arbeiten. Aber es gibt halt diese zwei, die jetzt hier mitgeliefert sind. Da könntest du auch bei Bedarf externe Dateien, die schon vorbereitet sind, laden. Wenn du es nicht brauchst, kannst du es einfach entfernen. So, wir sehen auch hier, okay, wir haben jetzt hier die Ausgabe Data Header. Das ist ja das Header-Feld. Ja? Da hatte ich ja im Backend geschrieben, das ist eine Karte. Das funktioniert also schon. Wir können uns also auch mal anschauen, was steht uns überhaupt hier zur Verfügung. Mit dem Debug View Helper am besten. Lasse ich mir einfach mal Data ausgeben. Ich speichere das mal. Lade mal neu. Wir sehen, okay, hier sehen wir diesen Bereich Processed. Das ist das, was uns tatsächlich zur Verfügung steht. Wir sehen hier UID, PID, das sind die üblichen Namen. Table Name ist TT Content. Type Name ist unser Content-Element-Typ, beziehungsweise der C-Type hier auch. Und natürlich die Felder, die wir jetzt hier definiert haben. Ja. Ich glaube, er zeigt mir hier nicht alles gerade an. Aber das könnte ein CSS-Problem sein. Moment, ich muss mal ganz kurz hier Inline gleich 1 setzen, weil ich habe manchmal das Problem, dass das CSS des Frontends mit dem CSS der Debug-Ausgabe kollidiert. Jetzt sieht es ein bisschen blöder aus, aber ja, jetzt sehe ich hier mehr. Ich sehe hier nämlich auch den Linktext und die Link-URL. Und wir können jetzt also über Data Punkt und so weiter auf diese Felder hier zugreifen. Ne? Data Header, Data Image ist ein Array natürlich, weil ich könnte ja theoretisch mehrere Bilder hier hinterlegen. Ich habe es zwar über Max Items limitiert, aber vom System her könnte ich hier natürlich mehrere Bilder hinterlegen. So, und das kann ich jetzt natürlich auslesen. Ich kann jetzt mein HTML so bauen, dass ich tatsächlich die Card-Ausgabe habe. Ne? So wie das jetzt in meiner Vorlage hier definiert ist. Ja, das kann ich jetzt einfach mal machen. Und ich werde das Video an der Stelle jetzt nochmal kurz pausieren und zeige dir dann einfach das fertige Ergebnis. So sieht das aus. Ist noch nicht ganz fertig, aber ich wollte dir noch ein, zwei Schritte manuell zeigen. Ich habe jetzt hier einfach die HTML-Struktur nachgebaut. Wir haben ja gesehen, das fängt mit diesem Div mit der Klasse Card an. Hier ist manuell noch, oh, jetzt habe ich zu weit gescrollt, Moment. Hier ist manuell noch ein Style-Attribut mit einer Breite drin, damit es nicht über die 100% läuft. Das habe ich jetzt mal weggelassen. Das würde ich im echten Projekt natürlich so nicht machen. Hier gehe ich jetzt das Bild durch. Ich habe mich jetzt hier entschieden, das über eine For-Each-Schleife zu machen. Ich weiß ja, dass nur ein Bild drin ist, also könnte ich natürlich direkt auf data.image.0 zugreifen, aber ja, es geht natürlich auch so. Und ich habe hier gleich so ein bisschen Responsive Image Rendering eingebaut. Das passt jetzt nicht unbedingt perfekt, ja, aber das ist halt das, was ich in meinem Side-Package sowieso definiert habe, dass ich hier die verschiedenen Crop Variants abfrage. Und dann haben wir hier den Card Body. Hier gebe ich den Header aus. In dem Fall ist es eine H5. Ich habe mich jetzt einfach strikt an die Vorlage hier gehalten. Dann kommt hier der Card Text. Da ist wichtig, dass wir das zum Beispiel über F-Format HTML durchschleifen, weil wir ja ein RTE-Feld haben. Und zum Schluss wird hier der Link gebaut, einfach über den Typo-Link View Helper. Als Parameter übergebe ich die Link-URL und als Beschriftung den Link-Text. Und das war es im Prinzip schon. Ja. Wir gucken uns das mal im Frontend an. Ich lade mal neu. Oh, habe einen Fehler drin. Da habe ich noch was zu viel mitkopiert. Sehen wir nachher gleich warum. So, und hier haben wir jetzt mein Card-Element. Nimmt jetzt natürlich die ganze Breite ein, aber wir sehen, das funktioniert. Hier ist mein Titel, hier ist mein Text, hier ist der Button, der geht dann auch direkt auf eine Website natürlich. Habe ich ja jetzt extern verlinkt. Und wenn wir uns die Struktur mal angucken, dann sieht es genauso aus, wie wir es wollen im Prinzip. Ja, da ist der Body, da sind die Texte, die Links, also passt soweit. Gut, was gefällt mir jetzt momentan noch nicht so dran, wenn wir uns mal den Code hier anschauen? Normalerweise ist ja bei Content-Elementen immer noch so ein umgebener Div-Container, wo zum Beispiel die ID des Content-Elements als Ankerlink hinterlegt ist. Das kennst du schon, ne? Oder kennst du wahrscheinlich. Und ich nutze das tatsächlich gerne, sowas, um mal direkt eine Sprungmarke zu nutzen, eben für einen Link.
Das fehlt jetzt hier standardmäßig. Ja? Das ist nicht dabei. Wir haben ja nur den Code, den wir jetzt momentan in dem Template, in dem Frontend HTML-Template nutzen. Kann ja okay sein, aber vielleicht willst du das ein bisschen aufmotzen noch, dass du ja auf ein paar Standardfunktionen noch zugreifen kannst. Was wir jetzt zum Beispiel auch noch nicht haben, ist hier dieser Reiter für Erscheinungsbild oder Appearance oder für die Systemkategorien. Wenn du das nicht brauchst, dann ist alles gut. Dann kannst du es jetzt so lassen. Aber ich möchte noch zeigen, wie wir das erweitern können. Fangen wir mal mit dem Backend an. Und das ist auch in der Dokumentation erklärt. Und zwar sind das die sogenannten wo haben wir es? Basics oder Mix-Ins. Du kannst hier bestimmte Mix-Ins definieren bzw. nutzen. Das können eigene sein. Du kannst also ein eigenes Set definieren oder es gibt auch diese vordefinierten hier. Und dann sehen wir zum Beispiel hier Types wie Header, Appearance, Links, Categories. Ja. Das können wir also nutzen. Header brauche ich jetzt nicht, das habe ich schon selber definiert. Das würde dann das klassische Element für Header, Header Layout, Header Align und wie das alles heißt, einbauen. Das brauchen wir jetzt in meinem Fall jetzt nicht. Aber Appearance und ja, Categories, Links, das können wir mal dazu bauen. Wie würde das aussehen? Dazu gehe ich nochmal in meinen Editor und öffne nochmal die YAML-Datei und gehe mal hier hoch. Das kann ich jetzt hier oben einfach mal hinzufügen an irgendeiner Position. Das ist jetzt relativ egal. Ich füge das mal ein. Also Basics, Doppelpunkt und dann in neuer Zeile eben Types wie Appearance, Links, Categories als Beispiel. Ja. Ich leere sicherheitshalber mal den Cache, das sollte ausreichen. Und gehe nochmal ins Backend, schließe das mal und öffne das Element nochmal neu. Und jetzt haben wir hier Appearance, das sind die üblichen Felder. Wir haben die Kategorien, der Rest passt eigentlich soweit. Können wir so lassen. Jetzt kann ich natürlich hier, je nachdem, was ich hier definiere, noch eine Auswahl treffen. Ich habe jetzt hier nicht viel drin, aber wir können mal gucken, Space Before. Ich möchte zum Beispiel, oder Space After. Ja, möchte einfach ein bisschen Abstand gewinnen. Würde das schon funktionieren? Wir testen mal. Ich mache das mal auf Extra Large hier und speichere das mal. Und wir sehen, keine Änderung, weil wir am Frontend noch gar keine Ausgabe haben. Hier hat sich noch nichts verändert. Das können wir jetzt quasi noch ergänzen in unserem Template. Und ich habe da schon mal was vorbereitet. Ich gehe nochmal ins Frontend HTML und füge mal ganz am Anfang 3 Zeilen an. Ich erkläre gleich warum. Und hier öffne ich eine Section, die muss ich hier unten schließen. So, ich sage jetzt hier also, ich bin jetzt hier im Fluid-Kontext, ne, bitte nimm das Layout Default. Wir sind ja in TT Content, also ist es auch ein Default-Layout von TT Content, von Fluid Style Content in meinem Fall. Die Section Header, die übergebe ich hier, damit die leer ist. Ansonsten meckert er nachher rum. Ich gebe ja mein Header-Feld auf andere Art und Weise aus. Und die Section Main, die brauche ich da vom Layout auf die Section Main zugegriffen wird sozusagen. Da steht dann Render Section Main. So, und da kann ich eben jetzt die von Fluid Style Content nutzen. Wir gucken mal, ob das schon ausreicht. Ne? Ich speichere mal, leere sicherheitshalber nochmal die Caches hier und lade das Frontend mal neu. Und ups, habe ich einen Fehler. Fluid Template File, Content Blocks, Layout, could not be loaded. Okay, er versucht jetzt also ein Layout Default zu laden, aber er schaut jetzt im Content Blocks Verzeichnis. Wir müssen jetzt natürlich noch sagen, hey, guck bitte mal auch noch woanders. Wir haben ja Fluid Style Content oder ich habe Fluid Style Content im Einsatz, also bitte nimm das Layout von Fluid Style Content. Wie können wir das erreichen? Dazu gehe ich nochmal ins Backend und wir gucken mal uns das Typoscript ein bisschen an, was hier passiert oder was hier genutzt wird. Dazu gehe ich mal in mein Active TypoScript, das Active TypoScript Modul im Bereich Setup und gehen wir hier mal bei lib rein. Und hier siehst du, da gibt es lib-Content-Block. Es gibt auch lib-Content-Element, das ist der Standard von Fluid Style Content. Wir können uns da mal anschauen. Da sind ja zum Beispiel die Pfade definiert, wo ist Layout Root Path und Partial Root Path und so weiter. Und bei lib-Content-Block steht momentan nicht ganz so viel. Da ist eigentlich nur das Data Processing hier definiert. Das bringt die Extension mit, aber wir können jetzt das hier einfach ergänzen. Ja, wir können hier die Einstellungen, die wir zum Beispiel bei lib-Content-Element haben, einfach auf lib-Content-Block übertragen per Typoscript. Dazu gehe ich nochmal in meinen Editor und in meinem Side-Package habe ich hier natürlich einen Ordner Typoscript. Da würde ich das jetzt platzieren hier. Du kannst es zum Testen auch einfach kurz im Backend schreiben, das ist jetzt egal. Ich würde jetzt in meinem Fall ja eine neue Datei anlegen, Typoscript-Datei. Die nenne ich jetzt einfach mal
libcontent-blocks, beziehungsweise Moment, muss man mal gucken. libcontent-block ist die Schreibweise. So, ich halte mich da mal so ein bisschen, oder ich versuche mich immer an die Schreibweise zu halten, wie das Ding dann auch tatsächlich heißt. Dateiendung Typoskript natürlich. Und hier habe ich schon was vorbereitet. Den Code kopiere ich mir gerade mal hier rein. Ich sage jetzt also hier libcontent-block layout-rootpaths.10, das ist jetzt einfach eine Zahl, und übertrage hier einfach den Wert von libcontent-element layout-rootpaths 0. Ne? Ich könnte natürlich auch genauso 0 schreiben, aber ich habe das jetzt halt mit 10 gemacht. 0 ist einfach der Standardpfad auf Fluid Styled Content. Das gleiche können wir auch für Partials machen, würde ich auch empfehlen, falls du doch das Headerfeld und so nutzen willst. Da gibt es ja einige Partials, die dann geladen werden. Also das würde ich hier empfehlen, diese 2 Sachen zu setzen. Template brauchst du wahrscheinlich nicht. Ich speichere das Ganze mal und lade mal neu. Und aha, ich habe wieder eine Ausgabe. Und jetzt gucken wir uns mal den erzeugten Quelltext an. Jetzt sieht das schon cooler aus, beziehungsweise genauso wie ich es wollte. Ich habe jetzt hier das Div mit der ID des Content-Elements. Ich habe hier meine ganzen Klassen. Wir sehen auch hier Frame-Type wwagner_card. Es wird hier eine eigene CSS-Klasse mit dem C-Type erzeugt, beziehungsweise ausgegeben. Ja. Das ist ja auch Standard, aber wir können das jetzt natürlich auch noch nutzen, um unser CSS hier gezielt noch zu stylen für dieses Content-Element. Ja, wenn du jetzt das globale CSS nutzt oder wie auch immer. Und wir sehen dann natürlich auch, das hatte ich hier eingestellt, Frame Space Before Extra Large und After auch Extra Large. Wird hier auch ausgegeben. Das ist jetzt bei mir hier mit 5 EM eingestellt. Also das funktioniert schon. Ja? Ist doch wunderbar. Und jetzt kann ich dieses Element ganz normal nutzen im Prinzip. Wir können auch mal hier das testen, wenn ich hier einen Container hinzufüge, so einen Zweispalter, schiebe das mal hier rein, dann müsste das entsprechend schmaler werden, wenn ich die richtige Seite mir anzeigen lasse. Ach, ja, ich bin auf der falschen Seite, sorry. Hier kommt natürlich der Container hin. So. Und dann sieht das so aus, ja, sehen wir auch den großen Abstand hier. Und jetzt könnte ich hier daneben natürlich noch so ein Element setzen und so weiter. Ist wie gesagt nur ein relativ simples Beispiel. Und ich sehe schon, das Video ist jetzt schon relativ lang geworden. Wahrscheinlich mache ich noch ein zweites YouTube-Video, wo ich noch ein paar mehr Optionen zeige, weil das Video ist jetzt schon sehr lang geworden und ich möchte jetzt nicht noch mehr zeigen. Was ich auf jeden Fall dir empfehlen würde, lies dir die Dokumentation durch. Ja? Auch diese ganzen, wo haben wir es hier, die Field Types, speziell die Collection, sehr cool, was man hier machen kann. Da kannst du eben sich wiederholende Elemente anlegen, wie man es auch von Mask und so weiter kennt. Ja? Sehr dynamisch eben Content-Elemente aufbauen. Auch sehr cool ist diese Option hier, Folder. Du kannst komplette Ordner auslesen, die Dateien in Ordnern, im File-Admin-Ordner zum Beispiel oder in bestimmten definierbaren Ordnern besser gesagt und kannst dann mit den Daten oder den Dateien in diesem Ordner besser gesagt irgendwas machen. Also da geht schon sehr viel. Ja, das war's erstmal zu der Content Blocks Extension im ersten Schritt. Wie gesagt, langes Video geworden. Ich werde wahrscheinlich noch ein zweites nachliefern, wo ich noch ein paar weitere Sachen zeige, die man damit machen kann. Test es gerne mal aus, nutze es, probiere es aus. Wie gesagt, man kann es wirklich schon nutzen, auch in Produktivumgebungen. Es wird nicht mehr allzu viele Breaking Changes oder gar keine Breaking Changes mehr geben, hoffe ich zumindest. Und gib mir gerne Feedback, was du davon hältst. Ja, und irgendwann wird dann die Content Blocks Extension natürlich zur Core Extension. Das ist klar, jetzt im Verlauf der Entwicklung von Typo 3.13. Wenn dann Version 13 im Oktober rauskommt, dann wird die Content Blocks schon mit drin sein, standardmäßig. Und das werde ich dann natürlich auch in meinem neuen Videokurs berücksichtigen und da auch nochmal ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Wenn du an dem Videokurs interessiert bist, ich verlinke dir auch unten beim Video einen Link auf eine Warteliste. Da kannst du dich schon mal eintragen, falls du Interesse an dem Kurs hast. Unverbindlich natürlich. Der wird Ende des Jahres, Anfang kommenden Jahres dann erscheinen, wenn eben Typo 3.13 auch draußen ist. Und da werde ich auch nochmal sehr detailliert auf alle Neuerungen in Version 13 dann eingehen. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, Daumen hoch, Kanal abonnieren, du kennst die ganzen Sprüche und dann sehen wir uns in der Zukunft. Bis dann.